Guten Morgen in Köln. So hieß das gerade gehörte Stück und damit einen guten Tag aus Berlin zur Volkswagen Art for All Online Edition. Mein Name ist Sven Beckstätte und ich bin Kurator am Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart Berlin. Das Lied Guten Morgen in Köln stammt von der Band Die Partei und findet sich auf dem Album La Freiheit des Geistes von 1981. Die Partei, das waren Tom Dokupil und Walter Dahn. Walter Dahn wiederum war eigentlich Maler. Zusammen mit dem Bruder von Tom Dokupil, Georg Dokupil, war er Teil der Mülheimer Freiheit, einer Künstlergemeinschaft in Köln, die den westdeutschen Kunstbetrieb um 1980 mit ihren neoexpressiven Gemälden aufwirbelte. Der Galerist der Gruppe, Paul Menz, hat der Nationalgalerie eine Schenkung gemacht, die in der Ausstellung To Whom It May Concern gezeigt wird. Hierzu gehört auch der Zyklus der Ricky- oder Duschbilder von Georg Dokupil und Walter Dahn. Aufgrund der Covid-19-Krise ist auch diese Präsentation derzeit leider nicht frei zugänglich, was auch für den freien Donnerstag von Volkswagen Art for All am ersten Donnerstag jeden Monats gilt. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit, Walter Dahn nach seinem musikalischen Werk zu befragen und in einige seiner Platten reinzuhören. Denn neben Die Partei hatte der Künstler weitere Projekte, die Hornissen, Slinky Jim School, The Juvelous, Number 9 Dream, und er beschäftigt sich bis heute intensiv mit Musik in ihren unterschiedlichen Spielarten. Walter Dahn wurde 1954 in St. Tönnis bei Krefeld geboren. In den 1970er Jahren studierte er an der Kunstakademie in Düsseldorf. Dort war er Meisterschüler von Joseph Beuys. Von 1979 bis 1982 gehörte er zur Mülheimer Freiheit. In dieser Zeit beginnen auch seine ersten musikalischen Experimente. Herr Dahn, woher stammt der Impuls, selbst Musik zu machen? Das war natürlich ausgelöst von Punk, ne? Weil das war die wichtigste Bewegung dann nachdem die 60er Jahre sich verabschiedet hatten und in England aus Psychedelic plötzlich Bluesrock wurde, ne? Led Zeppelin Free und sowas, Paul Rogers Free, tolle Band, fand ich immer. Und durch diese Ermunterung, die das gab, ne, dass also Leute gesagt haben, weiß ich nicht, hier öffentliche Probe, war unser erstes Konzert ist eine öffentliche Probe oder so. Ne? Haben Sie ein Instrument erlernt oder sich für ein Instrument entschieden? Ich spiele bis heute nichts, aber ich kann alles so ein bisschen. Aber ich kann gut Stücke machen. Wenn man irgendwas angefangen hatte, 2, 3 Spuren aufgenommen oder sowas, ja, dass ich wusste, was fehlte und wie das weitergehen könnte. Das ist so ein, ich weiß auch nicht, was das ist. Ein gewisses Talent vielleicht oder eine Einfühlung oder auch eine gute Schulung durch das viele Hören, viele Hörerlebnisse. Ihre erste Studioaufnahme war dann für die Gruppe Die Partei mit Tom Dokupil. Es gab vorher noch so ein Projekt mit dem Tom Dokupil. Ich hatte vorher mit Georg, mit seinem Bruder, dem Maler, mit dem wir ja auch diese Serie gemalt haben von den Duschbildern, mit Georg hatte ich Texte geschrieben für die Wirtschaftswunder, die dann noch weiterentwickelt haben. Aber das waren so Layouts für mögliche Texte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich den Tom dann auch öfters besucht. Er hatte dann noch ein kleines Studio im Keller bei seinen Eltern. Und wir haben als erstes so eine kleine Kassettenedition gemacht, wie das so zu der Zeit war. Ne? Mhm. Das war sehr experimentell und natürlich auch wieder von allem, was gerade so, was heißt natürlich, das war schon beeinflusst von Dingen, die gerade liefen. Das muss 79 gewesen sein. Ist die Platte von Die Partei La Freiheit des Geistes auch noch in diesem Studio entstanden? Das haben wir auch noch bei Tom gemacht, aber der hatte dann mittlerweile schon ein kleines Studio, so ich würde sagen so 16 Spuren maximal. Etwas außerhalb da von Dietz bei Limburg auf dem Land. So ein Betonbunker, irgendwas war das. Und das hatte der relativ lange und da haben einige Leute das aufgenommen. Bands aus der Gegend, die Wirtschaftswunder selber und so. Und da haben wir das gemacht. Dann sind wir aber nach Frankfurt gegangen in so ein ganz normales Studio, wie es das oft so gibt, die so auch deutsche Schlager machten oder Sounddesign für Werbung oder sowas.
Das war eine Instrumentalplatte, aber mit aufgenommenen Geräuschen. Ja, genau, das war auch meine Idee. Wir haben doch diese fantastische Tradition, die irgendwann in den 50ern anfängt, in diesem Studio für elektronische Musik hier in Köln mit Stockhausen, dann Holger und Irmin Schmidt von Candy, Stockhausen Schüler. Und der Holger hat das ja bis zum Wahnsinn betrieben, also mit seinem Weltempfänger, ne, für dieses Album Movies damals. Und das war mein Einfluss. Und ich hatte das Gefühl, als ich hörte, das, was man so Post-Punk, New Wave nennt, das war mir plötzlich wieder so, wie soll ich sagen, das war so ganz präsent geworden. Auffallend sind ja auch die Titel der Stücke. Ostafrika, Austauschprogramm, Allerheiligen oder Stralsund, falsch mit einem H geschrieben. Titel sind entlehnt oder leicht umformuliert und auch bewusst falsch geschrieben und solche Sachen, die man sich eben damals und auch heute immer erlaubt hat. Ich habe damals sehr intensiv Rolf-Dieter Brinkmann gelesen. Viele Titel kamen von Brinkmann, sind Titel von Gedichten. Und das war so ein Zusammenhang, über den habe ich noch nie geredet oder nie groß, weil es muss ja auch noch Geheimwissenschaft geben. Das Covermotiv stammt von Arno Breker, oder? Ich vermute, dass es Arno Breker ist. Und das war eine Anspielung auf das Cover von der deutsch-amerikanischen Freundschaft, ne? Also wo die so wie schwitzende Boxer oder schwule Fotomodelle so sich haben ablichten lassen, was wir unheimlich beschissen fanden alle. Und ich habe gedacht, das muss man irgendwie nochmal karikieren oder übersteigen. Ne? Und da kam mir dann der Breker und seine muskulösen Helden gerade recht. Aber davon dann wieder so ein bescheuertes, flaches Polaroid zu machen, das war eigentlich auch schön.
nächstes Projekt waren dann die Hornissen mit Detlef Kühne. Und da gab es dann auch Coverversionen mit Gesang, wie etwa eine Interpretation von Pale Blue Eyes von Lou Reed. Und da ging das dann eben auch weiter, in dieser kleinen, damals noch kurzen Tradition zu bleiben, von Ken und Neu, also und Punk natürlich, und Musik zu machen, die elektronisch war, plus einige traditionellere oder auch akustische Instrumente. Also auf jeden Fall plus Gitarren und Klavier oder sowas. Und das fand ich dann schon die richtige Mischung, weil das ist, ja, was mich immer mehr interessiert hat, als die Leute, die dann immer härter nur elektronisch Instrumente oder Programmierer oder Programmierungen und Synthesizer und Sampler und so weiter benutzt haben, weil ich könnte das alles spielen in Sampler oder so, aber das würde unendlich lange dauern und da ist es dann fantastisch und das macht jede Band, denke ich mal. Also was keine Ausrede ist, jetzt allein was zu machen, experimentell zu sein und so, aber um eine Sache zügig hinzukriegen und den Hauptgedanken oder den Hauptimpuls, sagen wir mal eher, nicht zu verlieren. Es ist schon sehr angenehm, so prima Musiker um sich zu haben, denen ich zum Beispiel eine Songline einfach vorsingen kann. Das war einmal dieses Pale Blue Eyes von Velvet Underground, wobei da eben es wieder interessant ist, dass es sich wieder dreht und nicht so mit den klassischen Rock'n'Roll-Instrumenten nur gespielt ist, sondern eben auch mit Beatbox und das war damals vielleicht auch der Einfluss von Young Marble Giants, die ich sehr toll fand zu der Zeit. Sometimes feel so happy, sometimes feel so sad, sometimes feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on,
but can't stand up. Down for you is up. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. It was good what we did yesterday, and I do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's dressing. Linger on, your pale blue eyes. Pale Blue Eyes gab es dann ja auch als Singles. Wie wurde das aufgenommen? Der Holger hat das gemischt, der Holger Zucker von Ken, bei Conny Plank im Studio. Eine Nacht lang haben wir da verbracht und der hat sogar eine Strophe rausgeschnitten einfach. Er hat gesagt, das ist zu lang, eine nehmen wir mal raus, so wie die so waren, die kennen. Ne? Und das kam gut an. Der John Peel hat das gespielt. Ich habe das mit einem Freund, Diego Cortez. Damals hatte der gerade die Times Square Show in New York organisiert. Diese legendäre. Wo Basquiat zum ersten Mal gezeigt wurde und Clemente und all die Leute, die da in New York waren zu der Zeit. Der Diego hatte die mitgenommen und dem Lou Reed vorgespielt und er sagte, angeblich, das sei die schönste Coverversion von seinem Stück. Das nächste Projekt hatte dann mit dem damals neuen Musikstil Hip-Hop und dem Rapper Ramilsey aus New York zu tun. Bei Hip-Hop hatte ich das Gefühl, ich bin zum ersten Mal jetzt am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, bei der richtigen Sache. Also eine Blockparty, samstags, mittags in der Bronx mit Afrika Bambaataa und Islam oder so, ne? Afrika Islam. Mhm. Oder nachts im Roxy, ne? Auch mit Islam an Turntables, weil Bambaataa gerade so berühmt war mit Soul Sonic Force und mit diesem Planet Rock und dem Kraftwerk-Sample. Der war dauernd unterwegs. Das sind alles so Geschichten, das verzweigt sich sehr. Aber den Ramilsey, Gott hab ihn selig, es war ein Charakter, der mir unheimlich aufgefallen war. Also Ramilsey war in Berlin gewesen und hatte da eine Ausstellung gemacht bei einer Frau Menzel.
Dann habe ich den Ramsey angerufen, gesagt, ob er nicht nach Köln kommen will. Und dann habe ich den in Flugzeug gesetzt sozusagen und dann nach Köln transportiert. Und dann haben wir beim Robert in Bonn im Heimstudio, so auch so ein 16 Spur, so ganz bescheiden eigentlich, aber auch im Kent-Studio 2 Nächte, haben wir Material aufgenommen. Und das, was da jetzt auf der Single ist, ich habe die auch nicht, die Maxi-Single, ne? Das ist so das Ergebnis, ne? People out there on the floor, you gotta groove with the rhythm, yeah, freeze the floor. Grow up, yell it out, just shake your rodeo. Just grooving with the style of maestro. King double up a man, so making your jam when you wanna get down with the funky band. I don't freak when you wanna freak, left you see, and blue the palette, Duke gorilla, that history. History, double death is my fame. Called by the name of Ram the game. You can shock with the groove and add a Z. Get rid of an A to the funky beat. Just freak with the rhythm as you wanna jam, shocking it all. With the king of the land, maestro, just jam with the rhythm. You hit the top, breaking it off. For the rhythm, you don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Ready to sneak it, 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 ready to sneak it. The party people uptown, when you wanna get down, you gotta groove with the rhythm of a special sound, like a special DD. Just talking on the mic, rocking with the rhythm through the break of daylight. When you wanna do tries up, you wanna sing, rock on to the rhythm of the king of Burger King just makes you bite. And when you wanna write, you're riding on the rolls high, you better do it right. You're like, to the break it on, bring it on, when the groove just shine it on. Yeah, dynamite, dynamite. When you're feeling kinda groovy, freaking on that beat, you can get down and shake your little bit of dynamite. When you're feeling groovy, baby, you can get down and feel freaky. You can get up on the groove and shake your dynamite. Shake it right, shake it right, shake it right. Baby, freak it, crazy like. Skip it, skip it, skip it, skip it. Ready to sneak it, ready to sneak it, sneak it, sneak it, sneak it, sneak it, sneak it. This fine freak, freak D. Break it, break it, break it. Sneak it, sneak it, sneak it, sneak it, sneak it, sneak it, give it, give it, give it, give it, give it. I'll give it, give it, sneak it. Courageous nigga. The party people uptown, when you wanna get down, you gotta groove with the rhythm of a special sound, like a special DD. So talking on the mic, rocking with the rhythm through the break of daylight. When you wanna do tries up, you wanna sing, rock on to the rhythm of the king of Burger King just makes you bite. And when you wanna write, you're riding on the rolls high, you better do it right. You're like, to the break it on, bring it on, with the groove just shine it on. Yeah, dynamite, dynamite. When you're feeling kinda groovy, freaking on that beat, you can get down and shake your little bit of dynamite. When you're feeling groovy, baby, you can get down and feel freaky. You can get up on the groove and shake your dynamite. Shake it right, shake it right, shake it right. Baby, freak it, crazy like. Give it, give it. Sneak it, sneak it, sneak it, sneak it, sneak it. Break it, break it, break it, break it. Sneak it, sneak it, sneak it, sneak it, sneak it, give it, give it, give it, give it, give it. Up it, give it, sneak it, give it, sneak it. Courageous, courageous, sneak it.
...1989 erschien dann ihre Platte mit den Juveles. Die kam mit Polydor auf einem Major-Label heraus. Das war einer meiner größten Fehler wahrscheinlich auch, musikalisch oder wie auch immer. Das funktioniert ja einfach nicht. In Deutschland zu versuchen, eine amerikanische Barband oder amerikanisch-englisch klingende, die haben uns mit verschiedenen Bands aus England verglichen. Bands, die ich sehr gut finde und viel, viel besser als das, was wir da versucht haben. Aber man kann das einfach nicht machen in Deutschland. Also entweder man macht das elektronisch oder man singt dann Deutsch, wie Blumfeld oder so. Ne? Das Artwork der Platte ist sehr aufwendig. Das Coverfoto stammt etwa von dem Modefotografen FC Gundlach. Also da habe ich einfach ganz brutal auch so meine wie soll ich das sagen, meine Kontakte ausgenutzt, ne? Weil der FC Gundlach, ich fand ihn klasse immer und es war mir natürlich eine Ehre von jemandem, dessen Fotos ich kannte aus den 60er, 70er Jahren, dann den kennenzulernen. Der hatte eine Galerie im Bunker in Hamburg da, ne? Konnte man vom Dach aus auf das Spielfeld von St. Pauli gucken. Das war mal sehr schön. Und da hatte ich ausgestellt, meine Fotoarbeiten. Und dann habe ich irgendwo angerufen und gesagt, wollen Sie das nicht machen? Wir waren immer beim Sie. Ja, so. Und ja, klar und so. Und ich sage, ja, das ist teuer. Na, mache ich doch so gerne und so. Mal was anderes. Ja. Ich dachte, das wäre so dann... Das müsste doch klappen, aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Ne? Also man kann seine Ansprüche einfach auch zu hoch schrauben und was dann musikalisch zum Schluss da ist, fällt einfach unter den Anspruch, trifft ihn nicht. Und das ist natürlich scheiße. Also man sollte ihn wenigstens treffen oder noch übersteigen, aber nicht so weit drunter bleiben. Also was sozusagen die Hülle verspricht, das hält ja dann kein einziges Stück. Wie sind Sie mit diesem kreativen Scheitern der Juvelas umgegangen? Man muss ja auch selbstkritisch bleiben. Ich würde jetzt natürlich auch sagen, es ist ein Wahnsinnsding. Die Leute sind alle blöd gewesen, die haben das nicht verstanden. Außerdem hatten wir harte Konkurrenz bei der Polydor mit so einer deutschen Band, die auch Englisch sangen und Lloyd Cole imitierten. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Jeremy Days, auch noch mit J am Anfang. Ja, toll. Das ging dann in die Charts und dann hatte die Polydor überhaupt keine Zeit mehr für uns und wir hatten plötzlich so, wie nennt man das, so ein Produktmanager, Ansprechpartner bei der Polygram in Hamburg, der uns in einem Gespräch sagte, als wir sagten, verdammte Scheiße, wie geht das jetzt weiter, sagte, Jungs, ich kann nicht mehr, Karl Gott steht vor der Tür, ich muss jetzt raus. Toll, ne? Das ist, was man sich so unter Rock'n'Roll vorstellt. Nee, also von vorne bis hinten eine einzige Scheiße. I was searching for some meaning in meaningless times, searching for some poetry where really nothing rhymes, searching for a little life in this city of dead, searching for the spirit without any thought in my head, crying, hoping, waiting. We were crawling in the dark, crying, hoping and waiting. It's my story of Joan of Arc. Running through the wastelands, we'd wish upon a star, walking through the hot sands. Somebody started a war, chasing shadows in the dark, all the ghosts of yesterday. There were jumping ducks down in the park. Life's good
Anschluss haben sie ja das Projekt Number 9 Dream ins Leben gerufen, an dem unter anderem auch Helmut Zerlett mitgewirkt hat. Number 9 Dream, aber mit Songs eben und einigen Instrumentals und einer ziemlich definitiven Version übrigens drauf von Here Comes the Warm Jets, von der ersten Eno-Solo-Platte, das Titelstück. Erste, also Solo-Platte nach Roxy Music mit Songs. Wie würden Sie das Verhältnis von Kunst und Musik in Ihrem Schaffen beschreiben? Ja, was heißt Verhältnis? Ich habe das ja immer in den 80er Jahren versucht zu trennen. Ne? Ich habe gesagt, ich will, dass bei den Jewelers, das war dann so die wo das so kulminierte, ne? Wo ich sagte, also ich will das genauso professionell versuchen zu machen, wie das andere, wie die Malerei. Also gut mit richtigen Musikern in ordentlichen Studios, mit einem guten Label. Woher kommt dieser Anspruch? Der Roxy Music Einfluss. Das war also sozusagen die Musik, der noch mehr als David Bowie oder Iggy, die ich auch immer geliebt habe, aber... Sie meinen Brian Ferry, richtig? Beim Brian Ferry, der ja Meisterschüler von dem Erfinder der englischen Pop-Art ist, Richard Hamilton. Der hat bei Richard Hamilton studiert und im Gegensatz zu Keith Richards und Mick Jagger, die sich ja auch auf der Kunsthochschule getroffen haben und wie so viele andere Bands bis heute,
Ne? Und dann gesagt haben, aus diesem Impuls, der im Grunde noch aus den 60ern kam, wir wollen Leute erreichen, die Menschen erreichen, was in Bewegung setzen, wie auch immer. Aus diesem Impuls dann gesagt haben, komm, fuck art, let's dance, let's rock and roll. Na, wie dieses berühmte T-Shirt. Fuck art, let's dance. Und der Brian Ferry im Gegensatz dazu hat das fertig gemacht. Der ist sogar Meisterschüler. Dann hat der Brian Ferry was Interessantes gemacht und hat gesagt, und deshalb sind Roxy Music eigentlich wirklich die erste postmoderne Band. Der Brian Ferry ist, der hat gesagt, also das, was ich beim Richard Hamilton jetzt gelernt habe, Pop, das versuche ich jetzt auf die Musik zu beziehen. Und damit hatten wir Roxy Music, also eigentlich schon eine Punkband, wenn man das erste Album hört. Herr Dahn, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Nach dem Guten Morgen in Köln gibt es jetzt zum Abschluss ein Stück von Die Hornissen, des Nachts at Night.